Hi und herzlich willkommen zu meinem Stand der Dinge Video. Ich habe die Woche nur ein bisschen gepaintet. Irgendwie habe ich mich nicht so danach gefühlt und deswegen ist es diese Woche einfach ein bisschen weniger. Aber finde ich persönlich nicht schlimm, denn es ist ja ein Hobby und soll Spaß machen. Und wenn mir danach ist, painte ich und wenn nicht, dann halt nicht. Ja, was erwartet dich in diesem Video? Ich habe einmal, wie gesagt, meine Painting-Bilder hier, an denen ich gepaintet habe die Woche. Und ich habe mir von Diapop das Mini-Bild mit der Eule rausgelegt und ein paar Farben dazu gesucht. Und ich dachte, da painten wir ein bisschen noch an der Eule. Genau. Aber zuerst zeige ich dir die Bilder, die ich gepaintet habe. Ja, als erstes siehst du hier das Tierkreiszeichen der Schlange. Da habe ich ein bisschen gepaintet. Und zwar hier unten das Segment und hier einmal ein Teil von ihrem Gesichtchen. Ja, hier sind die Folien dazu. Ich schiebe mir die immer auf, weil ich dann immer weiß, was ich gepaintet habe und kann so besser den Rückschluss einfach ziehen, um dir das zu zeigen. Ja, die Folien lege ich jetzt rüber. Die sind für mich jetzt groß genug. Das sind so Sachen, die hebe ich auf, für sie wieder zu verwenden. Wenn ich nur so ganz kleine Streifen abmache, die mache ich normalerweise dann einmal weg. Ja, sehr schönes Bild, ist aus dem Shop von Pichu Moon Art, ist 50 x 60 von der Künstlerin Shalala Rias und hat 56 Farben. Und ich setze selber Sondersteinchen ein in Form von AB und Fairy Dust. Ja, also ich habe mir das Bild ohne Sondersteinchen bestellt und habe die jetzt selber so ein bisschen immer verteilt eingesetzt. Genau, gefällt mir sehr gut, kommt auch schön raus. Ich finde auch hier ihr Schuppenkleid ist sehr gut. Hier der Teil von dem Auge finde ich sehr, sehr schön. Ich freue mich auch drauf, wenn ich das Gesichtchen einmal komplett habe. Und ja, bin gespannt. Das Bildchen hatte ich ja angefangen für das Event Call of the Wild. Ich glaube, das läuft auch noch diesen Monat zu Ende. Das geht diesen Monat zu Ende, so rum gesagt. Ja, aber das Bildchen werde ich nicht mehr schaffen. Ich meine, der Monat hat nur noch am Montag, also der 30. Und da schaffe ich das auf gar keinen Fall. Aber nichtsdestotrotz ein sehr, sehr schönes Bild und ich werde es mit in den neuen Monat wahrscheinlich nehmen und mal schauen, ob ich es da dann fertig mache oder es noch etwas wartet. Denn so viele angefangene Bilder habe ich ja nicht und ja, deswegen mal gucken. Mal gucken, wie mir der Sinn danach steht. Ja, genau, das habe ich einmal in der vergangenen Woche gepaintet. So, und unten drunter liegt auch schon gleich das nächste Bild. Das hatte ich ja schon angefangen. Das habe ich jetzt aber weiter gepaintet diesen Monat für Diamonds und Gefühle. Da war das Auge schon gepaintet und hier die Seite war gepaintet, also so ein Stückchen war gepaintet und dann habe ich es weiter gepaintet jetzt für Diamonds und Gefühle. Und ja, da kam hier, stopp, jetzt muss ich überlegen, ich habe glaube ich die eine Folie. Ich
Ich hatte das jetzt so festgeklebt, weil ich hier eigentlich dachte, ich kriege das in einem gemacht, aber das war nichts. So, also hier unten, ich weiß jetzt nicht, irgendeine Folie habe ich nicht abgeschnitten. Ich glaube hier, das hatte ich jetzt nicht abgeschnitten. Und das, nee, also das da war schon. Und die zwei kamen jetzt dazu. Ja, angefangen ist es hier auch. Ich mache gerade mal die Folie. Ich lege sie noch mal so hin, wie ich sie hatte. So. Ja, angefangen ist hier. Ich dachte eigentlich, das Fältchen lässt sich etwas schneller painten, weil ich dann dachte, naja, du hast ja so ein paar Stellen, wo ein bisschen mehr Color Blocking ist einfach. Aber irgendwie hat sich das Ganze dann doch gezogen. Und dann hatte ich gestern Abend, ja, habe ich die Lust daran verloren und habe es dann halt drüber gelegt. Und ich dachte, es ist ja auch nicht schlimm, wenn ich dir das Bildchen einmal so zeige. Das ist von der Hobby-Ecke. Es ist, ich glaube, 45 x 45 cm, hat 49 Farben. Es ist in Rund. Die Steinchen sind hier Acrylsteinchen. Und sind auch mit verschiedenen Sondersteinchen mit drin. Ja. Mal schauen, ob ich heute noch das hier noch mal ein bisschen weiter painte. Mal gucken. Das weiß ich noch nicht. Das werde ich sehen. Ja, mal schauen. Ja, dann habe ich noch gepaintet. Einmal für das Mini-Bilder-Event von Sanio, dem YouTube-Kanal. Den kleinen Kakaobecher oder den Kaffeebecher von Karat Art. Ja, auch sehr schön. Eine schöne Sache, die kleinen Bilderchen. Da hat man immer so ein bisschen was relativ schnell will ich nicht sagen, aber was halt Schönes für einen Tag mal. Gefällt mir auch sehr, sehr gut. Ja, dann habe ich noch an meinem großen gepaintet. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich bei dem Diamonds und Gefühle, das ist von dem YouTube-Kanal Farbenzauberwelt. Das weiß ich jetzt gar nicht, ob ich das dazu gesagt hatte. Ja. So, und dann habe ich hier meinen Otter Spirit. Das ist ja das Bildchen, was ich für das Event Happy Summer Feeling painte. Und ja, da habe ich heute noch die 22 zu painten und bin somit dann auch auf dem aktuellsten Stand. Sehr schön, mir gefällt hier, das Gesichtchen kommt super gut raus, finde ich jetzt. Es ist ja schon ein Teil, nicht komplett, aber ein Teil ist da. Und ja, generell finde ich, kommt es sehr gut raus, das Bild. Viel Schwarz, gar keine Frage, viele dunkle Farben. Ich dachte, das wird mir ein bisschen mehr ausmachen. Aber ich muss sagen, nee, macht's nicht. Painte ich ganz gerne. Und auch jetzt gerade so in den hellen Monaten, wo ich dann kein Zusatzlicht anmachen muss, finde ich das ganz gut, ganz schön. Ja, das hier ist von Diamond Art Club, hat 52 Farben und hat AB und Fairy Dust Farben als Sondersteinchen mit drin. Ja, das Event hier geht noch bis Ende Juli.
Und da wird jeden zweiten Tag ja die Nummer gezogen für das Fältchen, was zu painten ist. Genau. Einmal das. So, jetzt räume ich gerade mal die Bilder schon ein bisschen rüber, dass ich Platz habe, damit ich noch da ein bisschen mit dir an der Eule painten kann. Wie gesagt, es ist diesmal nicht allzu viel vom Painten her, aber wie gesagt, finde ich nicht schlimm. Ich bin zufrieden, ich finde es gut. Ich will mich da auch bei den Sachen nicht zwingen müssen, so nach dem Motto, du musst aber, sondern es soll ja Spaß machen und deswegen finde ich das vollkommen in Ordnung. Aber ich glaube, das verstehst du. Also, du siehst das bestimmt genauso. Ja, nichtsdestotrotz finde ich, sind das sehr, sehr schöne Bilder. Ups, so. Und ja, macht immer Freude, finde ich, zu painten. Ja, wie gesagt, das hier ist die Eule von Diapop, die kleinen Bilder. Ich bewahre die ja in den Tütchen auf. Da sind ja mehrere Bilder dabei gewesen. Und jetzt habe ich mir, wie gesagt, hier unten geschaut, welche Farben da drin sind und habe mir die mal rausgeholt. Da gucke ich dann immer auf der Legende nach der laufenden Nummer, weil ich habe sie nach der laufenden Nummer sortiert. Und danach painten wir dann jetzt einfach. Ja. So. Ich habe immer das Problem, dass das hier von den Steinchen immer so rausgedrückt wird. Das muss ich immer wieder reinmachen, weil irgendwann ist das so viel, dann halten bei mir die Steinchen da auch nicht mehr dran. Ja, so, ich würde sagen, ich hole dich jetzt ein bisschen runter. Mal schauen, ob das Opala so funktioniert, wie ich mir das denke. So. Und dann erzähle ich dir noch so ein bisschen vielleicht von der Woche. Denn ja, sonst wüsste ich gar nicht so viel. Ja, so. Ich weiß jetzt nicht, ob ich mir noch Lichtchen anmache. Nee, machen wir ohne. Ja. Ich hoffe, dir geht es gut und deine Woche war schön und angenehm. Da mache ich mir gerade mal den Magneten drauf, damit ich weiß, wie rum richtig ist. Die Folie, ich habe sie jetzt ganz abgezogen. Musst du nicht machen, kannst du tun, aber dann markiere die Folie am besten so, dass du weißt, was wo hingehört. Nicht, dass du sie nachher falsch rum drauf klebst und dann sich die Folie nicht mehr so gut ablösen lässt einfach. Ja. So, gucken wir mal. Ich glaube, so ist noch mal ein Ticken besser. So, noch mal kurz Fokus rein. So. Ja, es ist ja eigentlich Ende vom Monat und ich muss sagen, der Monat ging jetzt schon wieder super schnell rum für mich. Es war ja, finde ich jetzt persönlich, ein sehr schöner Monat. Ich glaube, wir machen doch ein bisschen Licht an, sonst werfe ich hier immer den Schatten. Und es hat bei uns persönlich jetzt alle gesund, alle munter. Wetter war ja super.
Also wir können uns da, also wir persönlich jetzt nicht beschweren. Ja. Das Einzige, was ich fand, wo ich immer sehr erstaunt war, ist, oder war, in den Geschäften war es halt mega voll. Aber gut, das hat vielleicht daran gelegen, weil ja die Brückentage waren und die Feiertage waren. Vielleicht hatte das einfach damit ein bisschen zu tun. Denn das könnte ich mir ganz gut vorstellen. Da hatten ja viele frei. Oder ja, an den Brückentagen haben ja manche frei, nicht viele, es haben manche frei. Und ja, da nutzt man halt die Zeit für Sachen zu erledigen. Ja, voilà. Das war auch schön. Wir haben auch den letzten Brückentag genossen. Den hatte ich ja frei. Und wir hatten da in der Woche den kleinen Pool aufgebaut. Also wir haben so einen kleinen Pool halt. Und den haben wir uns aufgebaut und dann haben wir den Tag so ein bisschen im Pool verbracht. Ja. Das muss auch mal sein oder darf auch mal sein. Ja, und sonst, ja, ach, da habe ich 2 vergessen. Muss ich gleich noch machen. Wir sind ja jetzt bei den Kindern zum Beispiel am Notenschluss. Die sind jetzt mega happy. Am Freitag war bei denen Notenschluss und Lehrerkonferenz und Notenkonferenz und was weiß ich was. Und jetzt die Woche, die sie noch in die Schule gehen, wird hoffentlich für die Kinder und die Lehrer eine sehr entspannte Woche. Das würde ich ihnen wünschen. Denn muss ja nicht immer alles so stressig sein. Weder für den einen noch für den anderen. Ja, aber mal gucken. Ich weiß, dass sie jetzt die kommende Woche jeweils noch ein Sportfest haben. Also die beiden Schulen. Und dann am Freitag gibt es die Zeugnisse. Da haben sie auch wieder früher Schluss als normalerweise üblich. Ja. Aber war ganz gut. Ja, ist ganz schön. Ich bin sehr zufrieden. Und die Kinder sind zufrieden. Das ist die Hauptsache. Also von daher. Aber ich finde auch immer, also ich muss ehrlich sagen, wenn ich sehe, dass meine Kinder lernen und ihr Bestes geben, ist da für mich persönlich alles in Ordnung. Genau. Da wird dann auch nicht geschimpft, wenn mal eine bisschen schlechtere Note heimkommt. Ja. Naja, solange man sein Bestes gibt, finde ich immer, ist alles okay. Und mit Enttäuschung muss man auch mal umgehen lernen. Das wird einem ab und zu passieren im Leben, dass man über manche Sachen enttäuscht ist. Und ich finde, da muss man auch den Umgang mit lernen. Genau. Ja, so. Und sonst, ich weiß gar nicht, bei dem warmen Wetter, muss ich ja ehrlich gestehen, ich weiß gar nicht, was wir kochen sollen. Das ist dann, ist das bei dir auch so? Bei uns ist das dann mega schwer, alle auf einen Nenner zu bringen. Ja, und so auf richtig deftige Sachen hat dann die Hälfte keine Lust, keinen Appetit. Und ja, das ist da immer ein bisschen schwieriger. Ich muss ja ehrlich sagen, die vergangene Woche habe ich dann gesagt, so, es reicht mir jetzt, wir fahren einmal
zum großen M. Ja. Und ich habe gesagt, sag ich, wenn sich keiner, dann sage ich, dann könnt ihr euch da was aussuchen und dann ist fertig. So, das Ende vom Lied war, jetzt muss ich ja, da habe ich mir ja dann auch ins eigene Fleisch geschnitten, so nach dem Motto, es hat sich jeder nur ein Eis geholt. Da waren wir genauso weit wie vorher. Ja, aber gut, ich weiß nicht, wir haben bei dem Wetter dann nicht so großen Appetit. Ja. Wo ich mich ja mega gefreut habe, ist unser Kirschbaum. Wir haben ja auf unserem Grund Obstbäume stehen. Ist der kaputt? Oder ist das der da? Wir haben Obstbäume bei uns stehen. Die waren ja schon da. Und ja, wir haben, wie gesagt, Apfelbäume. Wir hatten eine Zeit lang Pflaumenbäume, 2 Stück. Die sind aber jetzt, in einen ist halt der Blitz eingeschlagen. Dann war der nicht mehr zu retten, also der hat nicht mehr getragen, der Arme. Und der andere, ich weiß nicht, was er hatte. Auf jeden Fall hat er schon letztes Jahr nicht geblüht und dieses Jahr hat er dann weder Blätter noch sonst irgendwas bekommen. Gut, ich muss dazu sagen, die Bäume sind auch schon alt, also wir haben ja das Haus gekauft und die waren da schon vorher, die Bäume vom Vorbesitzer. Und ja, vielleicht war der jetzt dann einfach zu alt und hat deswegen nicht mehr getragen. So, auf jeden Fall haben wir jetzt keine Pflaumenbäume mehr, aber ich hatte vor ein paar Jahren Bäume oder kleine Bäume geschenkt bekommen für meine Kinder. Mein Sohn isst unglaublich gerne Birnen und deswegen hat er einen kleinen Birnbaum geschenkt bekommen von seinen Großeltern und meine Tochter hatte eigentlich, also die isst unheimlich gerne Pflaumen. So, beide Pflaumenbäume sind aber jetzt kaputt und davor hat sie nach den Pflaumen Kirschen gern gegessen. Deswegen hatte sie, weil wir ja die Pflaumenbäume hatten, einen Kirschbaum bekommen. So, die beiden Bäume haben wir auch eingepflanzt. Und ich war schon die ganze Zeit immer ganz traurig, weil der Birnbaum, der trägt, der hat auch schon ganz schnell und früh getragen. Aber der Kirschbaum nicht. Letztes Jahr hat er ein paar Kirschen getragen, aber ja, da waren auch die Vögel dann schneller und ich war dran schuld, weil ich kein so Netzchen drüber gemacht habe. Aber ich wollte auch kein Netz drüber machen, weil ich da immer Angst hatte oder Angst habe, dass sich da ein Vogel drin verfängt und alles. Und ja, das möchte ich dann halt nicht. Und deswegen hatte ich bis jetzt keine Kirschen. So, und dieses Jahr, ich weiß nicht, was in den Baum gefahren ist, aber ich habe mich unheimlich gefreut. Der hat ja geblüht wie verrückt und er hat auch dieses Jahr wie verrückt getragen. Also wirklich, wirklich toll. Es waren Kirschen für die Vögel da, also die Elstern holen sich und die Raben holen sich da ja Kirschen. Und habe ich auch nichts dagegen, können sie gerne tun. Und es sind sogar Kirschen für mich übrig geblieben und für meine Tochter. Mein Sohn hat auch welche davon gegessen. Selbst mein Mann hat Kirschen gegessen, was wirklich ja, bemerkenswert ist. Aber das hat mich mega gefreut dieses Jahr, dass der Kirschbaum so schön getragen hat.
und auch so viel getragen hat. Also wirklich klasse. Das hoffe ich, macht er nächstes Jahr auch. Ja, da haben wir jetzt auch die letzten Kirschen geerntet. Von den Kirschen habe ich diesmal aber keine Marmelade, dieses Mal sage ich, von den Kirschen habe ich keine Marmelade gekocht, sondern die haben wir wirklich alle so dann gegessen. Wo wir Marmelade gekocht haben, ist von den Erdbeeren. Da koche ich jedes Jahr Marmelade. Die habe ich gemacht. Dann eigentlich koche ich von den Äpfeln Gelee und Apfelmus. Aber die sind ja noch nicht da, sozusagen. Die sind noch in der Entstehung, die Äpfel. Und dann habe ich noch dieses Jahr, weil auch die Johannisbeeren bei uns so viel getragen haben, habe ich noch Johannisbeergelee gekocht. Also wirklich ein gutes Marmeladenjahr für uns. Hat super gepasst. Und ja, der Keller ist jetzt wieder mit den beiden Sorten auf alle Fälle gut gefüllt. Ich mag das ja ganz gerne. Natürlich jetzt, was ich halt nicht mehr machen kann, ist das Pflaumenmus. Gut, das werde ich dann dieses Jahr kaufen. Das ist auch nicht schlimm, weil das essen die Kinder auch sehr gerne. Ich esse auch sehr gerne Pflaumenmus, deswegen ja, machen wir das dann. Aber ich glaube auch nicht, dass wir nochmal hingehen und nochmal einen Pflaumenbaum pflanzen. Denn die stehen bei uns wirklich in einem Hang, also der ist steil. Und ja, da dann ein Loch zu buddeln für den Baum und allen drum und dran, ich glaube es nicht. Ich glaube, ich gucke mal, wie viel die Pflaumen so kosten, oder ich frage mal beim Dorf nach. Das sind ja auch Pflaumenbäume, also in meinem Heimatdorf. Und vielleicht dürfen wir uns da dann mal für zum Kochen holen. Ja, mal schauen. Ja. Oder bei meiner Tante, die hat auch einen Pflaumenbaum. Da könnte ich auch noch fragen. Ja, aber mal gucken, wie die Zeit so spielt. Und wie viel überhaupt da ist. Ja. Denn für den Eigenbedarf haben die Leute ja auch noch ihre Sachen, so nach dem Motto. Also, wir kommen von dem Dorf, wo ich herkomme, wird halt viel noch selbst gemacht. Und da wird das Obst an den Bäumen immer geerntet und gemacht und getan. Deswegen habe ich gerade gesagt, zum Eigenbedarf. Je nachdem, wie der Besitzer plant. Ja. Ja, mal schauen, was das noch so gibt. Auf jeden Fall bin ich jetzt erstmal froh, dass die Ferien kommen und dass die Kinder frei haben ein bisschen. Das ist mal ganz schön, weil dadurch, dass dann die Kinder frei haben, hat man, also zumindest ist das bei uns so, ist alles ein bisschen entspannter. Ja. Das ist dann, ja, man kann entspannt wohin fahren, muss nicht so viel dann gucken, musst du noch lernen, musst du noch dieses machen, musst du noch jenes machen, sondern man kann einfach mal. Und das finde ich immer sehr, sehr schön. Deswegen freue ich mich immer, wenn es Ferien gibt für die Kinder. Ich meine, ich bin arbeiten, das ist aber auch nicht schlimm, das passt schon. So viel Urlaub habe ich gar nicht, wie die Ferien haben.
Wäre schön, aber nee, gibt's nicht. Ja. Nichtsdestotrotz wird das eine schöne Zeit. Ich mag das gerne. Ja. Viele sind ja froh, wenn die Kinder dann wieder in die Schule gehen. Das kommt immer bei mir auf die Situation drauf an, aber normalerweise, nö. Also ich genieße es, wenn meine Kinder noch da sind. Ja. Und nicht dieses und jenes und so machen müssen. Ja, das kommt alles noch früh genug. Ja, ich bin mal gespannt, was das alles noch gibt. Auch bei Ihnen. Was die Zukunft so bringt und wie es weitergeht. Der Große hat sich entschieden, die Schule jetzt weiterzumachen. Wenn er das möchte, passt es. Und ja, schauen wir mal, was da so kommt noch. Ja, so, aber jetzt bin ich immer noch nicht weitergekommen mit dem Essen. Naja gut, für heute haben wir ja schon mal gesorgt. Heute wird ganz normal gegrillt. Oder normal, also wir grillen. Ich habe so Paprika mit Frischkäse gefüllt und habe Pilze, also gefüllte Pilze, wo ich noch mache. Und dann habe ich aus der Gefriertruhe, da hatte ich noch Würstchen und dann gibt es das und Würstchen dazu und dann werde ich noch einen kleinen grünen Salat machen und dann werde ich noch ein Zwiebelbaguette habe ich noch, das werde ich aufbacken. Und heute Morgen habe ich so selbstgemachte, schnelle Brötchen gemacht gehabt. Da gibt es ja ganz viele Rezepte zu, dann sind die innerhalb von ein paar Minuten fertig. Und die Reste davon werde ich mit Knoblauch einstreichen und ein bisschen Butter. Und dann werde ich die nochmal backen und dann hat man so ja, Knoblauchbrötchen. Das wollte ich mal ausprobieren. Obwohl, das hatte ich schon mal ausprobiert, also ich fand das jetzt nicht schlecht. Und deswegen werde ich die heute auch mal dazu machen. Knoblauch ist ja immer so eine Sache. Manche essen es gerne, andere wiederum nicht. Du kannst mir gerne mal schreiben, ob Knoblauch dein Fall ist oder eher nicht. Also ich muss sagen, wir persönlich essen gerne Knoblauch. Ich koche auch gerne damit. Meine Mama mag das gar nicht. Und wenn sie halt mit isst, lasse ich es halt weg. Wobei ich sagen muss, ich habe auch im Bekanntenkreis Leute, die nicht gerne Knoblauch essen. Und ich war einfach mal neugierig, ob man merkt, dass unsere Familie gerne Knoblauch isst. Ja, also bei uns ist Knoblauch eigentlich, ja, also jetzt übertrieben gesagt, jeden zweiten Tag. Ja, also ich koche meistens, wenn ich Zwiebeln ranmache, mache ich auch Knoblauch dran. Und ja, ich muss ja ehrlich sagen, eigentlich dachte ich wirklich, man würde das, Entschuldigung, riechen. Ja, aber die Leute, die ich gefragt habe, wo ich halt weiß, die essen nicht gerne Knoblauch und die mögen schon den Geruch von Knoblauch nicht, die haben alle gesagt, nee, also das riecht man an dir jetzt persönlich nicht. Und da war ich dann schon ein bisschen erstaunt. Ich meine, ich achte immer darauf, welchen Knoblauch ich
kaufe. Ich kaufe immer diese ganz kleinen Knoblauchzwiebeln. Und also ich muss sagen, also es geht auch schon eine halbe Zwiebel davon dann auch an unsere Sachen dran. Ja, aber ob es da dann so Unterschiede gibt, könnte ja schon gut sein. Denn ich weiß, dass der Opa von meinen Kindern, der isst auch gerne Knoblauch. Aber bei dem rieche ich das auch. Also das weiß nicht warum, aber sein Knoblauch riecht man. Und der hat immer so eine große Knolle und nimmt dann nur die Zehen da davon. Ob es da wirklich so gravierende Unterschiede gibt, ich weiß nicht. Falls du dich da auskennst, kannst du ja gerne mal Bescheid sagen. Hätte ich jetzt nicht gedacht, weil ich dachte eigentlich vielleicht Knoblauch ist Knoblauch. Aber anscheinend nicht. Ich habe ein Steinchen vergessen. Es kommt aber auch immer wieder, dass ich 3, 4, dass das bei mir ist. Also, aber gut, nicht schlimm. Kann man noch mal reinsetzen, das Steinchen. Ja. Was gibt es denn heute bei dir zu essen? Ich brauche Inspiration für die Woche. Wir haben schon darüber gesprochen. Ich habe heute Morgen am Frühstückstisch gefragt, sag ich, was wollt ihr die Woche essen? Da kam dann einmal selbstgemachte Lasagne. Gut, die kann ich machen. Ich habe noch Hackfleisch eingefroren, müsste ich noch nicht mehr für einkaufen gehen. Super. Dann kam Reis mit Gemüse, mit angebratenem Gemüse. Gut, kann ich auch machen. Aber frisches Gemüse müsste ich noch mal ein bisschen kaufen fahren. Das wäre auch nicht schlimm, weil ich sowieso einkaufen muss. Ist das in Ordnung? Habe ich auch aufgeschrieben. Jetzt lass mich überlegen, was hatten wir noch? Wir hatten die Lasagne, das Gemüse mit Reis. Was habe ich denn noch aufgeschrieben? Ah, Moussaka. Also so ein Auberginenauflauf. Aber da mache ich immer ganz viele unterschiedliche Sachen dran. Ich mache Zucchini dran, Aubergine dran, Kartoffeln mache ich rein. Und eigentlich viele Sachen, viele Gemüsesorten mache ich da rein. Und jetzt muss ich mir noch eine Farbe suchen. Ich bin schon fertig mit denen. Was hole ich denn noch? Den Mond, die 66. 66. Und also das Moussaka noch. Dann haben sie sich, wo ich super erstaunt war, einmal grünen Salat. Das ist auch super, denn den habe ich im Garten. Ich habe immer so Pflücksalat im Garten. Und den Salat, also grünen Salat, werde ich heute auch noch dazu machen zum Gegrillten. Und dann machen wir die Woche einmal so einen Pflücksalat, also grünen Salat. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich da vielleicht auch dann Paprika und sowas noch mit reinmache die Woche. Mal gucken, aber ich glaube, wenn meine Tochter sagt grünen Salat, die mag dann nicht noch andere Sachen mit drin haben. Aber das sehe ich dann. Wenn noch was da ist von den Reis mit dem Gemüse, dann verbrauche ich die Reste auf alle Fälle da. Da hat sie dann keinen Einfluss drauf. Ja, denn ich mag es nicht, wenn ich Sachen, gerade Gemüse und sowas, dann nicht aufbrauche. Ich meine, bei uns wird das selten weggeschmissen. Oder eigentlich Gemüse wird so gut wie gar nicht weggeschmissen. Oder es wird gar nicht weggeschmissen, weil
wir haben ja auch Hasen. Und ja, bei Paprika und Salat und Karotte und, das kriegen dann die Häschen. Ja, auch so, wenn ich dann die Karotten schäle oder sowas, das geht alles an die Hasen. Bei den Zucchini und sowas jetzt nicht, weil das... Aber der Rest, also alles, was sie fressen dürfen, geht zu ihnen. Da sind sie auch immer ganz happy mit. Ja, genau. Ja, das einmal. Also den Salat gibt es dann noch die Woche. Und dann, ja, dann hört meine Weisheit auch schon auf. Was mache ich noch? Ich gehe am Montag auf alle Fälle einkaufen und ich gehe am Mittwoch nochmal einkaufen, weil da bringe ich ja meinen Sohn in das andere Schwimmtraining sozusagen. Und die 1,5 Stunden, die ich dann warte, kann ich dann auch mal noch einkaufen gehen. Wenn noch was fehlt, also werde ich da auch noch einkaufen gehen. Und da muss ich ja sagen, das Schwimmtraining ist ja abends. Jetzt habe ich da noch da. Ist abends, aber und dann sind die Geschäfte halt ein bisschen leerer. Ja. Gut, wird auch immer spät, bis wir dann daheim sind, aber wenn ihm sagt das zu, ihm gefällt es und ich muss jetzt in den Sommermonaten auch nicht mehr allzu weit fahren mit ihm. Sonst muss ich ja eine Dreiviertelstunde fahren. In den Wintermonaten war das ja eine Dreiviertelstunde zum Training hin und eine Dreiviertelstunde dann wieder heim. Und das ist jetzt nicht mehr. Jetzt ist das Training halt ein bisschen dichter zu uns gerutscht, halt ins Freibad. Und dann habe ich nur noch 25 Minuten zu fahren. Und das Wintertraining ist halt in einem Hallenbad. Und das ist halt ein bisschen weiter weg von uns. Gut, da bin ich auch mal gespannt, wie lange er das machen möchte. Ich meine, solange die Schule nicht runterleitet, kann er das auch tun. Da bin ich die Letzte, die sich da querstellt. Aber Schule muss halt stimmen, finde ich. Ja, nicht, dass er sich da zu viel zumutet. Also er hat ja sein normales Schwimmtraining hier. Und als sein normales Training, dann ist er donnerstags nochmal da unterrichtet er halt Kinder, die schwimmen lernen. Ja, also er ist da Trainer zum Schwimmen lernen, Seepferdchen und sowas. Das Seepferdchen selber darf er noch nicht abnehmen, aber er betreut die Kinder und hilft den Kindern dann halt dabei, wie sie Schwimmen üben. Und dann hat er ja noch das Mittwochs und Samstags das andere Schwimmtraining, wo wir halt ein bisschen weiterfahren müssen. Ja. Gut, aber wie gesagt, er macht das gerne, er macht das freiwillig. Und solange die Schule stimmt, ist das für mich selbst auch kein Thema. Na, was ist denn jetzt hier los? Aber es muss halt stimmen. So. Ja, und das Training, das finde ich halt auch super, muss ich ja ehrlich sagen. Das Training bei ihm ist auch in den Ferien. Also da wird nicht unterbrochen, sondern wer da ist, kommt ins Training. Und wer nicht da ist, weil man Urlaub fährt oder halt auch mal einfach nur ausspannen will, der kommt halt nicht. Aber es wird trotzdem weiterhin angeboten. Finde ich klasse. Und dieses Jahr ist auch einmal, wo dann ein ganzer Tag, da hat sich mein Sohn als Helfer gemeldet,
wo die Kinder dann einen ganzen Tag mit Beaufsichtigung, also bis 12 Jahre und dann halt beaufsichtigt, im Schwimmbad verbringen können. Ja, also für Kinder, die noch nicht so gut und sicher schwimmen, da geht er dann halt auch mit. Das wird angeboten. Auch sehr schön. Das ist jetzt dieses Jahr das erste Mal, dass das so stattfindet. Ich weiß, dass letztes Jahr war das, sollte es auch stattfinden, aber da waren halt leider keine Anmeldungen. Und dieses Jahr wird das so schön, also kamen jetzt so viele Anmeldungen rein, dass das freut mich richtig, das ist schön. Ja. Wenn man schon sowas plant und dann hat man dann die Rückmeldung, auch wenn es wie gesagt letztes Jahr nicht so war, aber trotzdem ganz, ganz toll. Ja, so, jetzt mache ich einmal Schluss, bevor ich hier jetzt noch mehr losquatsche. Ja, du kannst mir gerne mal schreiben, wie du das siehst. Alles so in einem und wie dir das jetzt wieder gefallen hat. Ich finde das eigentlich sehr, sehr schön. Nur ich muss auch ein bisschen Zeit und Ruhe einfach dafür haben. Ja, denn wenn die Woche dann schon so voll war, dann habe ich zwar was zum Erzählen, aber ja, wie soll ich sagen? Auch mit den Kindern, dann bei dem schönen Wetter sind wir dann halt auch manchmal dann ein bisschen lieber draußen. Aber so fand ich das jetzt super. Wie gesagt, schreib mir gerne mal, wie deine Woche so war, ob alles in Ordnung war oder ob dich vielleicht irgendwas ein bisschen geärgert hat. Wobei, lass dich nicht ärgern. Das Leben geht weiter und dafür ist es viel zu kurz. Also, bei Sachen, die einen ärgern, mach einen Haken dran. Denk dir, nächstes Mal wird es besser. Fertig. Probier's. Ich weiß, es ist schwierig. Ja, ist bei mir genauso. Ich finde das auch unheimlich schwierig, aber trotzdem. Ja, Situationen, wo man sich ärgert, hat man immer mal. Aber wenn man nachher im Nachhinein drauf guckt, ist sie vielleicht doch gar nicht so schlimm gewesen. Und es vielleicht auch nicht wert gewesen, sich zu ärgern. Je nachdem, wie die Situation war. Also ich will da nicht alles über einen Kamm scheren. Ja, also bitte nicht falsch verstehen. Ja, in diesem Sinne hoffe ich, dir hat das kleine Video jetzt hier gefallen. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn du mir einen Daumen nach oben da lassen würdest. Und vielleicht auch ein kostenloses Abo, wenn du möchtest. Und dann bis zum nächsten Mal. Ich würde mich, wie gesagt, freuen. In diesem Sinne, mach's gut. Hab noch einen wunderschönen Tag. Genieß die Zeit. Bis dann. Tschüss.